Ja, The Wharf Samui. Viele kennen das, die hier gewesen sind. Das ist eingegliedert in Fisherman's Village zu dem Bereich Walking Street. Hallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte euch heute mal ein bisschen in die Vergangenheit reinbringen, wie es mal vor einigen Jahren hier ausgesehen hat, aber auch wie es heute aussieht. Hier sehen wir die Walking Street von Fisherman's Village, die etwa gut 1 Kilometer lang ist. Im oberen Bereich, da konnte man sich in dem kleinen Kreisverkehr hinsetzen und sein Bier trinken. Und die Frauen konnten rumwandern und konnten sich Portemonnaies oder Taschen anschauen. Und danach konnte man hier unten noch immer ein Bier trinken und den Schaustellern zuschauen. Oder man ging in dieses Viertel mit den kleinen wunderbaren Gassen, mit den kleinen Boutiquen, um vielleicht was für zu Hause zu kaufen. Das ist eine schöne Nachtaufnahme von oben. Wir sehen im unteren Bereich die Beach, wo man sich dann auch hinsetzen konnte. Aber das ist Vergangenheit. Heute sieht es so aus. Verlassene Geschäfte, in den Ecken wächst Unkraut, die Rollläden sind runter, kein Mensch zu sehen, stimmungslos, wo sonst Hunderte von Menschen gewandert sind, um ihre Souvenirs zu kaufen. Im Innenbereich wie ausgestorben. Also wirklich, alle Geschäfte sind geschlossen. Wir gehen jetzt Richtung Beach, aber machen noch eine Abzweigung in die Seitenstraße. Das ist das Resultat nicht nur von Corona, sondern auch von den Entscheidungen unserer Politiker weltweit. Hier seht ihr noch eine Aufnahme, die ist vor einigen Jahren gemacht worden. Und heute sieht es so aus. Die Geschäfte werden anderswertig benutzt. Und nur dieses eine Geschäft ist noch da, dieses Restaurant. Das ist die Seitenstraße, wo normalerweise die Walking Street ist, die ja immer freitags war. Dort auch alle Geschäfte geschlossen. Hier sind wir auf dem großen Platz im Mittelbereich mit dem Brunnen, wo man von dort aus zur Beach gehen konnte. Nur die vorderen Geschäfte zur Beach sind noch geöffnet. Vereinzelt sieht man noch Menschen.
Und hier wieder eine Aufnahme, ich glaube, die ist von 2014. Die gesamte Anlage ist, glaube ich, 2014 fertiggestellt worden. Ja, beim Springbrunnen sieht es auch trostlos aus. Da wachsen also die Algen drin, weil die Pumpenanlage und die Filter nicht mehr in Gang gesetzt werden. Wieso auch? Sind ja keine Gäste da. Wo damals noch schreiende Kinder gespielt haben, ist heute Stille. Und hier gehen wir wieder raus aus dieser Anlage. Das werden wohl die letzten Bilder sein, wo noch Touristen durchspaziert sind. Denn Gerüchte kursieren hier in Samui, dass diese Anlage demnächst abgerissen wird, weil sie nur noch Kosten verursacht. Das werden wohl die letzten Filmaufnahmen sein, wie es noch ohne Corona ausgesehen hat. Ja, liebe Zuschauer, leider kann ich nichts Positives berichten. Wie ihr gerade schon von mir gehört habt, man denkt also darüber nach, die Anlage abzureißen. Ich kann mir da auch vorstellen, dass da enorme Kosten entstehen durch Renovierungsarbeiten und so und dass man diese Fläche wahrscheinlich anderswertig benutzen möchte. Mal sehen, was daraus wird. Aber Samui hat sich wieder was Neues ausgedacht. Die Beach Road in Chaweng soll komplett geändert werden. Alle Elektrokabel sollen in die Erde verlegt werden in den nächsten 5 Jahren und alle kleinen Geschäfte sollen auch abgerissen werden und da sollen Luxusgeschäfte hinkommen, eine Fußgängerzone. Ja, ob das ist, was die Touristen gerne sehen möchten hier, ich habe meine Zweifel. Das ist eben halt der Flair von Thailand mit den ganzen Telefonkabeln oder Internetkabeln in der Luft. Dass die Straße natürlich neu gemacht wird, das finde ich toll. Und dass da nicht mehr die Gerüche sind. Aber mal sehen, was daraus gemacht wird, was Corona daraus macht und unsere Politiker. So, das war's. Wie gesagt, Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt und vergesst nicht bitte, das Abo anzuklicken, damit die restlichen 70%, die das noch nicht gemacht haben, auch da drin sind und ihr immer wieder aktuell informiert wird. Okay, tschüss!